Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und heute geht es mal um Gebühren wie Strafzettel oder Mautgebühren und so weiter, die euer Mieter verursacht während der Mietzeit, die aber erst später auftauchen. Wie kommt ihr an euer Geld? Wie ist der Ablauf? Wer ist in der Pflicht? Wir schauen es uns genauer an. Bleibt dran, bis gleich. Ja, schön, dass du dabei bist. Es gab wieder eine Zuschauerfrage, die mich natürlich dann dazu auch veranlasst hat, nachzuhaken. Und ich möchte euch das allen natürlich zur Verfügung stellen, deswegen mache ich das Video. Ja, kleiner Tipp noch am Rande, ich packe euch unten in die Beschreibung meinen Gutschrift-Link. 30 € Gutschrift könnt ihr da bekommen, wenn ihr über den Link zu Paul Camper geht. Wenn ihr euch registrieren wollt als Mieter oder Vermieter, könnt ihr auch gerne Freunden oder so, die mit euch zusammen verreisen wollen oder was weitergeben, dann können die 30 € sich holen, wie auch immer, ist in der Beschreibung, kann ja nicht schaden. Die Zuschauerfrage kam von Schmari. Schmari, vielen Dank für die Frage. Ich lese die mal kurz vor. Im Ausland gilt ja oft Halter haftet. Selbst schon in Österreich und den Niederlanden erlebt, was passiert denn, wenn ich nach 3 Monaten Post bekomme, zum Beispiel so ein Blitzerticket. Ein Formular, das ich nicht selbst gefahren, gibt es ja nicht wirklich. Schauen wir gleich, ob es das doch ein bisschen gibt. Zahlen oder beim nächsten Mal, bei der nächsten Einreise vielleicht sogar stillgelegt oder auf jeden Fall dann nachzahlen mit vielleicht irgendwelchen Gebühren oder ähnlichem. Ne? Wie bekommt man den Mieter nach solch einer langen Zeit noch in die Haftung? Was ist, wenn er nicht zahlt, bleibe ich auf den Kosten sitzen? Das war jetzt nicht 1:1 zitiert, ich habe das jetzt ein bisschen frei vorgelesen. Schmari, erstmal vielen Dank. Grundsätzlich ist natürlich die Frage, gibt es da gar kein Dokument? Eigentlich hast du ja diesen Nachweis, dieses Mietprotokoll und auch den Mietvertrag, der für die Woche oder die 2 Wochen, für wie auch immer welchen Zeitraum, definitiv schriftlich dokumentiert, dass du nicht gefahren bist, weil jemand anders das Fahrzeug hatte. Da ist jetzt die Frage, ja, ob das als Nachweis gilt, aber eigentlich ist das schon ein guter Nachweis, ne, den man da verwenden kann, um vorzuzeigen, auch offiziell, ich kann es nicht gewesen sein, es war jemand anders. Ja, grundsätzlich erstmal die Frage, wie ist denn das? Was kann denn da sein? Natürlich kann es sein, dass irgendwie irgendwo mal eine Rechnung entsteht oder eine Ordnungswidrigkeit, falsch parken. Müssen nur Kleinigkeiten sein und es muss auch nicht sein, dass der Mieter das mitbekommen hat. Ich selbst habe in Norwegen schon mal zu nah an, Norwegen ist da natürlich auch ziemlich heftig, ne, zu nah an der Kreuzung geparkt. War mir auch nicht bewusst, aber die Entfernung war jetzt auch für deutschen Standard nicht zu klein. Also ich war nicht an der Ecke. Ja, das waren vielleicht 5 Meter Entfernung oder so, oder ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall zu wenig. Und da kam eine dicke Rechnung von, ich weiß nicht, umgerechnet 140 €. Ein ganz offizielles Dokument mit Norwegen, mit Wappen drauf und allem. Und da kriegt man erstmal einen Schreck. Ne? Das war nicht mit Camper, das war mit einem PKW. Aber da kriegt man natürlich erstmal einen Schreck. Und wenn man selbst da gar nicht war, noch viel schlimmer, kann ich mir gut vorstellen, dass man da erstmal denkt, oh, was ist jetzt los? Und dann stehen da zum Beispiel 140 €, die wollen die von euch, weil ihr natürlich da der Halter seid. Und jetzt ist die Frage, wie geht das dann in dem Moment weiter? Wer ist da jetzt verantwortlich? Was habt ihr als Vermieter für eine Handhabe? Wie könnt ihr jetzt das abwälzen auf den Mieter? Oder muss der zahlen? Seid ihr darauf angewiesen, dass der euch da entgegenkommt? Oder gibt es da eine rechtliche Grundlage? Und deswegen habe ich mich natürlich mit Paul Camper in Verbindung gesetzt, um das definitiv für euch zu klären, dass ihr da Sicherheit habt. Und deswegen schauen wir uns das mal näher an, was die dazu gesagt haben. Natürlich habe ich dann gleich mal bei Paul Camper nachgehakt per E-Mail. Und zwar lese ich es auch mal vor. Hallo. Was habt ihr für Erfahrungen mit dem Ablauf, wenn ein Vermieter ein Blitzerticket des Vormieters bekommt, zum Beispiel aus dem Ausland? Die Vermietung war schon abgerechnet, die Kaution zurückgezahlt. Habt ihr Erfahrungen damit? Bleibt dann der Mieter auf den Kosten sitzen oder muss er hoffen, bleibt dann der Vermieter auf den Kosten sitzen oder muss er hoffen, dass der Mieter im Nachhinein noch erstattet und eben fair ist? Da hat Paul Camper dann darauf geantwortet. Die Infos beziehen sich natürlich alle auf Paul Camper. Ne? Deine Mieter sind während der Reisezeit für den Camper verantwortlich und haben daher auch die Verantwortung für verursachte Kosten. Zum Beispiel Maut, Ordnungswidrigkeiten, Verwarnung und so weiter. Ja? Die nach der Reise möglicherweise auch entstehen, beziehungsweise die während der Zeit entstanden sind, aber dann im Nachhinein auch irgendwie in Rechnung gestellt werden. Also die sind verantwortlich. Und da gibt es auch detaillierte Informationen dazu. Und zwar hat mir die Dame dann auch gleich einen Link mitgeschickt.
Ich packe euch auf jeden Fall unten die Links, beziehungsweise ja, die Links da dazu, wo ihr da hinbekommt, beziehungsweise in welchen Dokumenten ihr das auch finden könnt. Ne? Schuldbegleichung heißt das Dokument jetzt hier in der Überschrift und das findet ihr in der Mustermietbedingung. Ja, Punkt 4.8, da ist das geregelt. Hier steht drin, dafür gibt es mehrere Möglichkeiten für diese Schuldbegleichung. Du bezahlst die Rechnung und dein Mieter erstattet den Betrag im Nachhinein. Ja. Du rufst bei der jeweiligen Behörde an und bittest, kommt immer darauf an, wo die Behörde ist, im Ausland, muss man gucken, inwieweit man da überhaupt mit denen in Verbindung treten kann. Ne? Und bittest die Rechnung deinem Mieter zuzusenden, an deinen Mieter zuzusenden. Dafür benötigt die Behörde meistens, dass der Camper während der Zeit vermietet war. Also die benötigen da einen Nachweis dafür, dass der vermietet war. Wie ich eben schon kurz angesprochen hatte, dieses Mietprotokoll oder der Mietvertrag ist natürlich ein super Nachweis. Ja? Teilweise auch Führerscheinnummer des Mieters oder Mieterin. Ist kein Problem, haben wir ja alles immer dokumentiert und nehmen wir auch auf. Und ich sage ja immer, am besten auch sogar fotografieren. Ne? In Ländern wie beispielsweise Norwegen ist es möglich, dass dein Mieter Wochen vor der Buchung angeben kann, dass er während des Zeitraums unterwegs ist. Das ist und bekommt dann die Rechnung direkt. Aber das ist vielleicht möglich, aber in der Praxis, denke ich mal, kommt das überhaupt nicht vor. Man kann ja nicht dem Mieter sagen, du willst nach Norwegen, setz dich mal mit der Behörde in Verbindung und gib denen mal deine Daten, dass wenn du da Strafzettel verursachst, dass du auch da die Rechnung bekommst. Also das ist total unrealistisch. Erstens vom Ablauf, zweitens macht sich kein Mensch einen Aufwand, bevor er weiß, ob überhaupt so eine Sache entsteht. Das muss ja nicht entstehen. Und das ist ja auch gleichzeitig so ein bisschen so, wie wenn ich sage, du mach das mal, weil ich glaube, du bist einer, der da Strafzettel verursacht. Also das lassen wir jetzt mal außen vor. Die Möglichkeit besteht, aber in der Praxis eher nicht so. Wird wahrscheinlich nicht so umgesetzt. So, es gibt noch eine Möglichkeit, Punkt 3 hier. Wenn vorab klar ist, dass Mautgebühren entstehen, das ist nochmal wichtig für alle Mobile, die natürlich über 3,5 Tonnen sind, wo ihr auch oder wo die Mieter dann auch Maut immer zahlen müssen. Oder zum Beispiel auch für Länder wie Österreich zum Beispiel, wo klar ist, da entstehen auch für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen Mautgebühren, weil es Mautstrecken gibt. Ne? Die kann man vielleicht in den meisten Fällen vermeiden, aber ne, wenn das dann steht, dann ne, und die nicht gleich bezahlt werden. Das ist ja auch immer so eine Sache. Normalerweise bezahlt man die ja gleich. Ne? Außerdem gibt es ja noch die Möglichkeit zum Thema Maut. Wenn vorab klar ist, dass Mautgebühren entstehen, kannst du bei der Rückgabe einen angemessenen Teil der Kaution einbehalten. Sobald dann die Abrechnung der Maut da ist und beglichen ist, erstattest du dann die übrige Kaution. So, da kommt es auch an, was sind das für Fälle, wo klar wird, dass eine Maut entsteht. Also Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen, die werden dann natürlich über die Vignette dann natürlich bezahlt. Das bezahlt der Mieter ja selbst. Ne? Bei Fahrzeugen über 3,5 Tonnen, wo dann wirklich Maut elektronisch und so weiter dokumentiert wird und da eine Rechnung oder eine Abrechnung entsteht, dann ist das natürlich so, dann müsst ihr da einfach von vornherein sagen, okay, klar, wir halten da immer ein bisschen was zurück oder je nachdem, wo derjenige fährt, wir halten den Teil zurück, warten auf die Abrechnung und klären das dann, besprechen das dann, was ist da genau gefahren worden und der Rest, der dann übrig ist, ja, der wird dann natürlich wieder zurückgezahlt. Nicht die komplette Kaution zurückhalten, einen angemessenen Teil. Wenn ihr ein Fahrzeug habt über 3,5 Tonnen, dann wisst ihr selber, was so ein angemessener Teil ist, dann bezahlt ihr ja selber permanent Maut und ja, also da würde ich einen Teil zurückhalten, den Teil dann begleichen. So habt ihr dann die Sicherheit, dass ihr nicht hinterherrennen müsst. Außerdem habe ich von der Dame hier noch in der E-Mail bekommen. Außerdem kannst du folgenden Link unter Punkt 4 Absatz 8 Mustermietbedingung. Da wird die Thematik nochmal angesprochen. Ja, diese beiden Links packe ich euch unten rein, da könnt ihr nochmal selber nachlesen. Haftung des Mieters. Und jetzt geht es nochmal wirklich darum, in den Mustermietbedingungen, also das, was für euch gilt und auch für den Mieter gilt, wirklich haftend und rechtlich in den Bedingungen, im Vertrag. Da steht nämlich drin, für die Eignung des Fahrzeugs für den vom Mieter vorgesehenen Zweck übernimmt der Vermieter keine Haftung. Ja? Also das heißt im Groben und Ganzen, dass wir als Vermieter nicht dafür verantwortlich sind, was der Mieter mit dem Fahrzeug macht und ob das Fahrzeug zu der Benutzung passt. Ja, also wir werden als Vermieter sozusagen aus der Haftung genommen hier, wenn da irgendwas fälschlich damit gemacht wird. Ne? Aber viel wichtiger ist dann wahrscheinlich der nächste Abteil. Der Mieter ist für Verwarnung, Bußgelder, Ordnungswidrigkeiten, Straftaten verantwortlich, die während der Mietzeit mit dem Fahrzeug begangen werden. Ganz wichtiger Satz, der Mieter ist für diese ganzen Sachen verantwortlich und das steht schwarz auf weiß in den Bedingungen
und damit ist auch klar, rein rechtlich, ja, weil das war ja die Frage von Schmari, wie ist es rein rechtlich, wenn ich hinterherrennen muss, habe ich eine Chance. Also definitiv steht ja schwarz auf weiß in den Bedingungen und die sind natürlich Grundlage für den ganzen Vertrag und die Zusammenarbeit zwischen euch und dem Mieter. Und hier steht schwarz auf weiß drin, dass der Mieter für diese Sachen verantwortlich ist und gerade stehen muss. Also wenn es dazu kommen sollte, dass zum Beispiel da eine größere Geschichte gemacht wurde und ihr wirklich in dem normalen Ablauf, wo jetzt keine Maut und so im Spiel ist, dann ist es ja so, dass der Mieter gibt das Fahrzeug zurück, ihr macht eine Übergabe und dann gebt ihr die Kaution zurück, wenn da nichts weiter war. Ihr geht ja nicht pauschal davon aus, dass der irgendwelche Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder Verwarnungen oder was unterwegs erzeugt hat und Kosten erzeugt hat. Und wenn ihr dann natürlich nach einem Monat oder 2 Monaten aus irgendeinem Land oder wie auch immer Post bekommt, ja, dann habt ihr aber hier definitiv die rechtliche Grundlage auch. Ne? Selbst wenn derjenige, auf den ihr dann zukommt, der vielleicht weiß das ja auch gar nicht, ja, vielleicht ist er einfach geblitzt worden, wenn er da natürlich nicht euch entgegenkommt und das nicht übernimmt, dann habt ihr trotzdem rein rechtlich hier definitiv schwarz auf weiß die Sicherheit, die Zusicherung, dass ihr nicht verantwortlich seid und dass er schuld ist und es zahlen muss. Ne? Wie dann die Umsetzung ist, rechtlich nochmal, das ist nochmal ein anderes Thema. Ne? Da gehe ich jetzt mal nicht drauf näher ein. Aber grundsätzlich steht schwarz auf weiß drin und dementsprechend habt ihr da schon mal die rechtliche Sicherheit. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, um diese Frage ein bisschen klären, was ist da, wenn wirklich sowas mal aufkommt. Ich freue mich, wenn ihr zukünftig dabei seid und den Kanal abonniert. Ich freue mich auch, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, das ist immer ganz schön. Ansonsten schaut euch gerne weitere Videos an, da gibt es nicht nur Themen über die Vermietung, sondern auch Tipps und Tricks. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Habt eine schöne Zeit, habt schöne Reisen. Bis bald. Ciao, ciao.